Hallo und herzlich willkommen hier zu unserer neuen Videoreihe, in der es um die Wartung von Füllinjektoren geht. In unserem ersten Video werden wir uns einmal genauer anschauen, wie man sich einen perfekten Arbeitsplatz für die Wartungsarbeiten einrichten kann. Trotz der Verwendung qualitativ hochwertiger Komponenten und größtmöglicher Sorgfalt während der Montage unserer Füller kommt es nutzungsbedingt zu einem Verschleiß, sodass irgendwann die Wartung erforderlich ist. Gerne führen wir die Wartungsarbeiten hier bei uns durch. Das ist in den meisten Fällen allerdings gar nicht erforderlich, denn mit der richtigen Vorbereitung könnt ihr die Wartung selbst bei euch vor Ort durchführen. Grundvoraussetzungen dafür sind 3 Dinge. Ihr braucht geschultes Personal, ihr braucht einen Arbeitsplatz, an dem ihr die Wartung durchführt und ihr braucht Zeit, um die Wartungsarbeiten durchzuführen. Mit dem ersten Punkt habt ihr gerade angefangen, denn ihr schaut euch unsere Videos dazu an. Der dritte Punkt ist selbsterklärend und den zweiten Punkt, den möchte ich euch jetzt ein bisschen genauer erläutern. Während den Wartungsarbeiten müssen wir uns auf unsere Sinne verlassen können. Wir müssen sehen, hören und fühlen. Und daraus leiten sich auch schon die ersten Anforderungen an unseren Arbeitsplatz ab. Wir benötigen einen stabilen Tisch an einem gut beleuchteten, relativ ruhig gelegenen Arbeitsplatz. Störgeräusche können wir hier nicht gebrauchen. Wir benötigen einen Schraubstock. Meinen habe ich mir auf einem Lift montiert. Dadurch kann ich mir die Arbeitshöhe unabhängig von der Werkbankhöhe einstellen. Übrigens, Werkbänke gibt es auch höhenverstellbar. Das kann dann hilfreich sein, wenn ihr Arbeiten wahlweise im Sitzen oder im Stehen erledigen wollt oder wenn ihr mit unterschiedlich großen Mitarbeitern am selben Arbeitsplatz arbeitet. Für unseren Schraubstock benötigen wir gute Kunststoff- oder Aluminiumprismenbacken. Wir benötigen eine Lötlampe zum Erwärmen der Gewindeverbindungen, da diese häufig verklebt sind. Wir benötigen eine Werkstattpresse, allerdings nicht bei allen Füllertypen. Da empfehle ich euch, schaut euch immer erst die Optionen an, die ihr im Füller gewählt habt und auch das Video passend zu dem Füllertyp. Außerdem gibt es manche Typen, wo wir Gleitringe erwärmen müssen, bevor wir diese montieren. Ich verwende hier einen Werkstattofen. Besser geeignet wäre allerdings ein Öl- oder Wasserbad. Diese sind für relativ kleines Geld im Laborbedarf erhältlich. Achtet dabei darauf, dass der regelbare Temperaturbereich mindestens bis 80 Grad Celsius geht. Ja, darüber hinaus brauchen wir eine Spannungsversorgung für unsere Geräte sowie eine Druckluftversorgung mit einer Druckluftpistole, hier mit einer etwas dickeren Düse. Damit kann ich direkt Druckluftimpulse in die Luftanschlüsse geben. An dieser Stelle empfehle ich auch, sich direkt darüber Gedanken zu machen, wie man alles am Platz anordnet. Habt ihr beispielsweise mehrere Modelle im Einsatz, bietet es sich an, verschiedene Schubladen unter der Werkbank zu platzieren, wo all das Werkzeug, was ich für einen Füllertyp brauche, in einer Schublade platziert ist. Was auch gut funktioniert, sind solche Lochplatten. Diese kann ich jetzt hier im Video natürlich nicht montieren, dann würdet ihr mich nicht mehr sehen. Aber dadurch habe ich alles in meinem Griffbereich. Wenn Qualitätssicherung eine Rolle bei euch spielt, dann macht euch an dieser Stelle auch darüber Gedanken, wie ihr eure Arbeiten überprüfen wollt. Es gibt verschiedene Hersteller, die Füllerprüfgeräte mit unterschiedlichem Umfang an Funktionen und dementsprechend auch in unterschiedlichen Preisklassen anbieten. Schaut euch diese mal an. Alternativ kann man hier aber auch einmal klein starten und dann reicht im Prinzip ein Manometer aus. Wir werden dies in den folgenden Videos noch genauer erläutern. Ja, nicht zuletzt sei an dieser Stelle noch die persönliche Schutzausrüstung erwähnt. An oberster Stelle sind dann natürlich Schutzbrille sowie Gehörschutz zu nennen. Für die etwas groberen Montagearbeiten kann man einfache Baumwoll-Montagehandschuhe verwenden. Arbeiten, bei denen die Haut mit Öl oder Fett in Berührung kommt, führen wir mit Nitrilhandschuhen aus. Und sämtliche Arbeiten bei erhöhter Temperatur können wir mit hitzebeständigen Schutzhandschuhen ausführen. Grundsätzlich empfehle ich, die Haut vor Beginn der Arbeiten mit einer geeigneten Hautschutzcreme zu pflegen. Ja, ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Video ein paar hilfreiche Impulse mitgeben,
Die Wartungsarbeiten im Detail zeigen wir in separaten Videos. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und solltet ihr vielleicht eine Anmerkung haben, dann lasst uns gerne einen Kommentar da. Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.